Herzlich willkommen beim Dennerle Kochstudio. Mein Name ist Volker Jochum und für heute habe ich euch ein ganz besonderes Rezept vorbereitet. Und zwar, wir richten einen 30 Liter Nano-Cube mit einem Bonsai-Baum ein. Schauen wir uns mal an, was für Zutaten wir brauchen, für dieses Aquarium nachzukochen. Haben wir einmal hier Steine. Die Steine heißen Seegebirgesteine. Dann natürlich ein Bonsai. Den Baum gibt es so beim Fachhändler fertig zu kaufen. Dann brauchen wir die Pflanzen. Ich habe auch hier bei diesem Aquarium werden nicht so viele Pflanzarten verwendet, eher weniger. Dann haben wir einmal hier Elocharis pusilla, dann haben wir Helantium tenellum und einmal Versicularia feeri oder auch Whippingmoos genannt. Dann haben wir einmal unseren Planta Hunter-Kies, und zwar den Rio Cinco. Und natürlich unseren Nano-Cube, ein 30 Liter Complete Plus Soil. Okay, schauen wir uns mal an, was in dem 30 Liter Complete Plus Soil alles mit dabei ist. Wir haben einmal hier den Soil. Wir haben einmal hier unseren Nano-Egg-Filter, Rückwandfolie, Abdeckscheibe, Halter für die Abdeckscheibe, Thermometer und noch ein Unterschied zwischen dem normalen Complete Plus, was mit Deponitmix und Kies ausgeliefert wird. Hier haben wir anstatt einer Style-LED, haben wir hier eine Power-LED dabei. Und nicht zu vergessen, wie bei allen Cubes von uns, ist eine Unterlegmatte auch mit dabei. Dann legen wir mal los mit dem Kochen. Als erstes haben wir die Rückwandfolie ans Aquarium angebracht. Als nächsten Schritt kommt der Bodengrund. Da wir hier mit Soil arbeiten, müssen wir nicht noch zusätzlich Nährboden unten drunter machen, da ja Soil quasi Nährboden und Kies in einem ist. Jetzt öffne ich mal die Schachtel, die Verpackung. Dann füllen wir ihn einfach ein. Und jetzt kommt eins meiner wichtigsten Tools, der Pinsel. Mit dem modelliere ich mir den Soil so, wie ich ihn brauche. Jetzt hier im Vordergrund, in diesem Bereich, lasse ich jetzt bewusst frei. Das liebe ich so am Soil. Das ist einfach, man schüttet ein Produkt rein und man hat alles drin, was man braucht. Man hat den Halter für die Pflanzenwurzeln und die Pflanzen werden gleichzeitig auch noch mit Nährstoffen versorgt. Ein Trick von mir ist, wenn ihr den Soil eingebracht habt und ihr seid fertig, drückt ihn noch mal so ganz leicht mit der Hand ein bisschen an. Dann stabilisiert ihr ein bisschen. Als erstes bereiten wir uns den Bonsai-Baum vor. Was ich damit meine: Organisiert euch ein paar Kabelbinder und einen Stein, der ungefähr der so ein bisschen flacher ist und schmal. Das mache ich aus dem Grund: Der Bonsai-Baum ist sehr leicht und trocken. Wenn ihr den nicht wochenlang im Wasser wässern wollt, dass er sich mit Wasser vollsaugt und dass er unten bleibt, muss man ihn beschweren. Entweder man kann hingehen, man kann ihn jetzt auf den Stein draufkleben. Dann müsst ihr aber auch einen Tag vorher anfangen. Ich gehe immer hin, fixiere ihn einfach mit einem Kabelbinder. Und den Kabelbinder verstecke ich dann später einfach mit etwas Moos oder mit einer Anubias, mit irgendeiner Aufsitzerpflanze quasi. Und man wird ihn dann einfach nicht mehr sehen. Der Kabelbinder ist auch nicht schädlich für das Aquarium, also das macht nichts. Den Rest schneiden wir ab. Und jetzt kann der Baum schon mal nicht mehr aufschwimmen. Und jetzt platzieren wir ihn so im Aquarium. Am spannendsten ist es immer, wenn man ihn so in der Schräge platziert und dann den Rest so ein bisschen anmodelliert. Auch hier kann man wieder super den Pinsel nehmen und kann den Soil an Ort und Stelle machen. Als nächstes fangen wir mit den Steinen an,
für das Aquarium zu gestalten. Ich gehe immer so vor, ich setze mal rein und dann gehe ich immer wieder nach vorne und gucke. Und kann auch mal sein, dass ein Stein anders ist, dass ich einen anderen Stein dorthin stelle oder einfach mal ein bisschen testen. Also auch bei mir ist jetzt nicht ein Stein rein und das sitzt sofort. Also man muss immer ein bisschen spielen und gucken und bis man dann mit dem Endergebnis dann halt zufrieden ist. Wenn ihr Steine ins Aquarium setzt, achtet darauf oder überhaupt, wenn ihr Steine kauft, achtet immer darauf, dass ihr euch schöne Steine kauft. Das meine ich da, also schöne Steine, was meine ich mit schönen Steinen? Es gibt Steine, die haben keine spannende Struktur, also die sind eher glatt. Dann gibt es Steine so wie den hier, der ist ja wirklich super schön. Der hat schöne kleine Risse und sieht sehr, sehr zerklüftet aus und das wirkt später viel, viel natürlicher und viel spannender im Aquarium. Unser Layout ist jetzt fast fertig. Ich habe ja im Vordergrund eine größere Fläche freigelassen, wo ich keinen Soil hingemacht habe. Da kommt jetzt unser Planta Hunter Kies hin, und zwar den Rio Cinco. Ganz wichtig, bevor ihr den Planta Hunter Kies anwendet, wäscht ihn gut unter dem Wasserhahn aus. Am besten macht ihr das mit so einem Metallsieb da. Da schüttet ihr ihn rein und da könnt ihr ihn schön auswaschen, so dass alle Schwebstoffe und alle Sedimente weg sind. Dann habt ihr auch später nicht eine unnötige Trübung in eurem Aquarium. So, unser Rio Cinco ist jetzt drin. Wir haben ihn hier schön vorne im Vordergrund verteilt. Als letztes i-Tüpfelchen quasi bei diesem Layout habe ich hier so einen kleinen Stein, der eine besonders schöne Maserung hat, schöne Struktur. Und den setzen wir jetzt hier, hoppla, in den Vordergrund. Der rundet das ganze Layout ein bisschen besser ab. Und das spätere Endergebnis wirkt ein bisschen natürlicher. Jetzt habe ich eins vergessen. Normalerweise baue ich, bevor ich mit dem Hardscape beginne, immer erst den Filter ein. Ist jetzt in diesem Fall nicht so schlimm, weil wir genug Platz haben. Aber das mache ich normalerweise aus dem Grund, wenn ich größere Steine habe oder so, baue ich immer zuerst den Filter ein und dementsprechend kreiere ich dann das Scape. Ist jetzt hier nicht so schlimm, nur als Tipp, bevor ihr wirklich mit dem Gestalten beginnt, setzt den Eckfilter ran und dann geht ihr auf Nummer sicher, dass ihr auch genügend Platz habt. Bevor wir mit dem Bepflanzen beginnen, ist es ganz wichtig, dass wir unser Aquarium, also sprich unser Bodengrund, mit Wasser gut nass sprühen. Das hat den Grund, jetzt bei so einem kleinen Aquarium ist das nicht sonderlich wichtig, aber bei größeren Aquarien macht es Sinn oder auch bei kleinen Aquarien, wenn ihr länger braucht für ein Aquarium einzurichten, solltet ihr das machen. Wenn ihr länger braucht, würden die Aquarienpflanzenwurzeln im trockenen Substrat würden die austrocknen und würden absterben und dann wäre eure Aquarienpflanze kaputt. Aus dem Grund einfach immer gut mit der Sprühflasche und auch zwischendrin immer gut besprühen. Somit verhindert man das Austrocknen und dass eure Pflanzen kaputt gehen. Jetzt mache ich euch noch klare Sicht, dass ihr auch seht könnt, was ich mache. Und jetzt beginnen wir mit der Bepflanzung. Was brauchen wir alles zum Bepflanzen? Zum ersten natürlich die Pflanzen und dann verwende ich immer eine Pinzette. Die Pinzette ist quasi die Verlängerung meines Fingers. Gerade jetzt hier zum Beispiel Eucharis pusilla ist eine sehr filigrane Pflanze und für die richtig einpflanzen zu können, ist eine Pinzette besser. Und ihr könnt sehen, wenn ich das jetzt gleich mache, dass das viel, viel besser funktioniert, wie wenn man es mit den Fingern macht. Fangen wir mal an. Ich fange immer im Vordergrund an. Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund. Wie ihr euer Aquarium einpflanzt, ist vollkommen egal. Da gibt es keine Regel, so wie ihr euch am wohlsten fühlt. Zum Beispiel hier die Eucharis pusilla. Da reißt man sich so kleine Portionchen ab und pflanzt
die einfach so in den Soil und modelliert den Soil so ein bisschen an. Und da könnt ihr schon sehen, dass das mit den Fingern fast nicht zu machen ist. Eine Besonderheit bei diesem Bonsai-Bäumchen ist, die haben ja so viele kleine Äste. Das könnt ihr prima nutzen, um so kleine Moosportionchen reinzustecken. Die müsst ihr noch nicht mal festbinden, nicht festkleben, gar nichts. Einfach reingesteckt. Das Moos fängt an zu wachsen und hält sich quasi oder wächst in diese Äste rein. Und dadurch wird das Moos fixiert. Mit der Bepflanzung sind wir jetzt fertig. Wir haben jetzt im Vordergrund hier die Eleocharis pusilla. Wir haben auf dem Baum in die Äste haben wir das Moos, das Versicularia fairy oder auch Weeping Moos gesteckt. Und im Hintergrund haben wir die Helantium tenellum. Alle die Produkte oder alle Artikel, die wir hier verwendet haben, die schreiben wir euch nochmal unten in die Videobeschreibung, so quasi als kleine Einkaufsliste. Damit könnt ihr gerne zu eurem Fachhändler gehen und sagen, hey, ich würde gern das alles gerne haben. Und dann könnt ihr nach Hause gehen, das Video anschauen und einfach nachbauen. Als nächstes kommt das Wasser reinlassen. Und das geht ganz einfach. Dafür braucht ihr Küchenpapier. Dann geht ihr einfach hin und legt überall an den freien Stellen. Jetzt hier ist es ein bisschen ungeschickt mit dem Baum. Überall da, wo so eine freie Stelle ist, legt ihr ein bisschen Küchenpapier hin. Dann geht ihr nochmal hin und besprüht es nochmal ein bisschen nass. Und dann bräuchte ich jetzt eine Gießkanne, die ich jetzt noch holen muss. Bis gleich. So, eine Gießkanne habe ich jetzt auch endlich mit temperiertem Wasser. Das ist übrigens ganz, ganz wichtig, dass ihr, wenn ihr Wasserwechsel macht oder auch bei Neueinrichtungen von euren Aquarien, am besten temperiertes Wasser nehmen, dass der Schock für die Pflanzen und später auch für die Tiere von der Temperaturschock nicht so groß ist. Bei solchen Aquarien ist es ja nicht so schwer. Man weiß ja, oh, morgen will ich einen Wasserwechsel machen. Ich stelle mir 1, 2 Gießkannen voll Leitungswasser ins Zimmer und dann kann ich das Wasser am nächsten Tag verwenden und es hat auch dann die nötige Zimmertemperatur. Das ist eigentlich ganz okay. Es muss nicht exakt die Temperatur sein, die auch im Aquarium vorherrscht. Und dann geht ihr einfach hin und lässt ganz, ganz langsam das Wasser auf das Küchenpapier laufen. Was passiert jetzt? Das Küchenpapier saugt sich mit Wasser voll, es wird schwer, drückt nach unten, hält die Pflanzen an Ort und Stelle und mit dem ansteigenden Wasserspiegel steigt es normalerweise auch mit nach oben. Und dann später, wenn das Aquarium voll ist, könnt ihr euch das Küchenpapier einfach von der Wasseroberfläche wegfischen. Unser Aquarium ist jetzt voll und hier könnt ihr sehen, das Küchenpapier ist wie versprochen an die Wasseroberfläche getrieben. Man kann es jetzt einfach ganz vorsichtig wegnehmen, nicht dass noch was am Ast vom Baum hängen bleibt. Ein bisschen ausdrücken. Jetzt ist euer Aquarium fast klar. Alle Pflanzen sind da, wo sie auch hingehören. Also versucht mal die Methode. Als nächstes installieren wir noch die Technik und dann sind wir auch schon fertig. So, unser Aquarium ist jetzt startklar. Wir haben alles installiert. Abdeckscheibe ist drauf, Lampe ist drauf, Filter ist drin. Wir haben hier auch sogar einen kleinen Heizer drin. Was ich noch machen muss, ist eine CO2-Anlage anschließen. Wie es jetzt mit dem Aquarium weitergeht und wie wir das pflegen, das erfahrt ihr in einem Folgevideo. Und dass ihr kein Folgevideo verpasst, abonniert unseren Kanal, folgt uns auf Instagram und Facebook und schreibt auch gerne in die Kommentare, was ihr gerne von uns sehen würdet. Und wenn euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Okay, bis dann. Ciao.